Hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen auf die Fassadenanschlüsse eingehen. Ich möchte hier dies mit der neuen Version, sprich HiCAD 2021 Service Pack 1 zeigen. Ich habe mir hier einmal mein Gesamtmodell aufgebaut, habe hier bereits schon meine zwei Details erzeugt, kann diese natürlich hier über die Registerkarten auch wesentlich einfacher sortieren lassen. Habe hier natürlich auch, weil ich diese auch verwaltet habe, natürlich hier auch bereits meine PDF zum derzeitigen Stand und möchte diese jetzt natürlich weiter bearbeiten. So, in diesem Fall starte ich hier einfach oder öffne hier diese Konstruktion und möchte hier mit meinem Fassadenschnitt weiter beginnen. Im ersten Schritt aktualisiere ich hier alle Schnittansichten und möchte hier nur in dieser aktiven Ansicht weiter modellieren. Dazu möchte ich hier nur diese aktive Ansicht darstellen, um mich einfach leichter in der Konstruktion zurechtzufinden. Im Grunde genommen möchte ich hier eine neue Skizze erzeugen, das heißt, ich erzeuge eine Skizze und möchte hier mein Abschlussblech in diesem Bereich konstruieren. Man sieht hier auch schon den neuen Skizzierer, welcher mir hier automatisch diese Werte auch einträgt. Möchte dies hier gleich als Kantblech definieren und gebe hier die Werte wie gewohnt ein. Ich habe hier gleich mein Kantblech erzeugt, möchte hier dann auch noch über die allgemeinen Funktionen auch gleich meine Folie einzeichnen. Das heißt, ich möchte hier von diesem Punkt lotrecht hier nach unten und in diesem Fall 65 mm nach rechts zeichnen. So, und habe hier natürlich auch die Möglichkeit, aus meinen Halbzeugen meine Folien auszuwählen. Diese können natürlich hier auch beliebig erweitert werden und in diesem Fall möchte ich diese Folie einfach hier übernehmen, was ich mit der mittleren Maustaste mache. So, ich habe hier auch gleich meine Folie. Diese kann natürlich wie gewohnt auch jederzeit editiert werden oder abgeändert werden. Das heißt, wenn ich hier eine andere Folie mit einer anderen Stärke haben möchte, kann ich dies natürlich hier wie gewohnt jederzeit ändern. So, natürlich, weil diese Folien mit dem Halbzeug erzeugt worden sind, habe ich hier auch meine Werte hinterlegt, welche ich nachträglich für meine Beschriftung nutzen kann. Das heißt, wenn ich hier eine Beschriftung erzeuge, dann werden mir natürlich hier auch diese Werte ausgelesen. Das heißt, ich habe hier in diesem Fall diese Folie erzeugt und jederzeit, wenn ich hier diese Folie wieder abändere auf ein anderes Halbzeug, nehmen wir hier diese Folie, dann wird mir hier diese Folie natürlich sofort auf den aktuellen Wert abgeändert. Ich möchte hier in diesem Fall dann auch auf weitere Funktionen, Neuerungen eingehen. Das heißt, das wären hier in diesem Fall diese allgemeinen Baustoffe. Ich möchte hier in diesem Fall einen Kunststoff als Unterlegsteil definieren und kann hier natürlich entweder als Halbzeug oder als Material hier einen Kunststoff einbauen. Ich kann natürlich hier, in diesem Fall möchte ich diesen Kunststoff nur örtlich vergeben, damit mir hier natürlich die Beschriftung auch wieder passt. Dies so vergeben. Ich kann hier natürlich auch diese Beschriftung auch wiederholen und auf diesen Teil anwenden. Das ist natürlich sehr wichtig, dass diese Werte auch stimmen, damit ich hier leichter arbeiten kann.
Ich möchte hier natürlich auch hinten noch einen Kunststoff unter die Konsole packen, wo ich hier einfach trotzdem auch aus meinen Halbzeugen oder Bauwesen dies anwenden kann. Entweder habe ich hier die Möglichkeit Halbzeug, wo ich auf meine Halbzeugtabellen gehen kann, wo ich hier diese dann weiter definieren kann. Jedoch möchte ich hier dies nur als Kunststoff einbauen. So, im nächsten Schritt möchte ich hier eine Folie zeichnen. Das heißt, ich gehe hierher, wähle den Verlauf meiner Folie und zeichne dies natürlich wie gewohnt. Ich kann hier natürlich mit diesen theoretischen Schnittpunkten arbeiten, was natürlich wesentlich schöner aussieht. So, von hier nach hier und gehe hier nach ganz oben. So, natürlich kann ich hier weiter auch selbst Folien definieren. Ich habe hier eine Folie bauseits definiert, kann natürlich hier auch wie gewohnt die Richtung wechseln, kann natürlich dies auch einzeln machen, dass ich sage, zum Beispiel möchte ich hier eigentlich nur diesen Bereich, das möchte ich hier aber beibehalten und habe hier auch sofort meine Folie definiert. Ich möchte natürlich jetzt auch noch in diesem Fall eine zweite Folie haben, das heißt, der einfachste Weg, um das nicht jetzt komplett neu zu zeichnen, sage ich hier einfach, ich möchte diese Skizze, mit der ich das gezeichnet habe, laden. Kann natürlich hier sofort diese Skizze mit den verbundenen Kanten nach innen verschieben, um die Folienstärke, in diesem Fall 4 mm, und die innere Linie lösche ich einfach aus. Ich denke jetzt daran, dass ich hier auch die Schraffur ein bisschen anpasse, das heißt, ich gebe hier einfach eine Verkürzung ein, dass ich das ein bisschen kürzer mache. Dann sieht das natürlich auch für die Schraffur gleich viel besser aus und starte in diesem Fall wieder die Folienfunktion. Kann hier im Prinzip gleich mit OK bestätigen und habe hier sofort auch meine zweite Folie drinnen. Natürlich, wenn ich hier in diesem Fall zum Beispiel Teile nicht sehe oder sehen möchte, kann ich diese auch jederzeit anwählen. Und zum Beispiel diesen Beton noch und kann diesen die Eigenschaft in der Ansicht, dass ich hier sage, diese Teile sollen transparent geschalten werden, damit ich auch die, sage ich jetzt mal, dahinterliegenden Teile auch sehe. Jetzt möchte ich natürlich hier auch noch einen Kunststoff einbauen, das heißt, ich kann hier die Funktion wählen und zeichne hier in diesem Fall von hier nach hier meinen Kunststoff. Kann hier natürlich auch wiederum mit den Halbzeugen arbeiten, was ich jetzt auch aktuell gerade noch nicht benötige. Das heißt, habe ich hier meinen Kunststoff, möchte hier natürlich noch die Dämmung einbauen. Das kann ich hier natürlich mit dieser Funktion Dämmung entlang Skizze und kann hier sagen, zum Beispiel, ich möchte die Dämmung von dieser Kante starten und in diesem Fall hier lotrecht als erstes nach oben bauen. Kann hier auch die Werte auswählen, das möchte eine XPS-Platte eingebaut haben und bestätige dies hier mit OK. So, dann möchte ich hier im nächsten Schritt hier oben noch eine Dämmung haben, das heißt, ich starte wieder dieselbe Funktion und möchte hier in diesem Fall von hier nach lotrecht bis hier unten. So, kann hier natürlich auch in diesem Fall werde ich hier ein Halbzeug verwenden, ohne diese Stauchung und sage hier in diesem Fall OK. Dann habe ich natürlich dies auch bereits gemacht und hier möchte ich, dass hier eine Dämmung über die Kontursuche eingebaut wird. Das heißt, ich starte hier die Funktion, bestätige mit der mittleren Maustaste, damit ich in den Dialog komme, wähle hier mein Halbzeug aus. Das heißt, ich gehe hier auf die XPS-Platte und sage hier in diesem Fall eine harte. Und hier wird mir automatisch die Kontursuche erzeugt und mit OK wird mir hier die Dämmung an der längsten Kante ausgerichtet.
In diesem Fall ist dies hier die längste Kante. Dies kann ich natürlich auch über die Skizze weiter bearbeiten. Ich möchte hier dann noch eine Dämmung, eine weiche Dämmung einbauen, damit man das natürlich auch sieht. Habe hier natürlich auch wieder die verschiedenen Möglichkeiten über die Kontursuche oder über die Kante. Das heißt, ich möchte hier einfach mal dies über den ersten Schritt über diese Kante einbauen, damit man einfach mal auch den Unterschied sieht. So. Und man sieht hier natürlich auch, dass diese auch richtig eingebaut wird, was hier in diesem Fall jedoch eigentlich für mich jetzt ein Blödsinn ist. Deswegen möchte ich hier trotzdem die Kontursuche nutzen. Das heißt, ich möchte hier drinnen diese Kontursuche nutzen mit meiner weichen Dämmung. So. Das in dem Fall sagt mir hier, dass diese Stärke, die ich hier gewählt habe für das Halbzeug, zu gering ist. Ich kann natürlich hier ohne Halbzeug auch arbeiten und sagen zum Beispiel den Wert mit Dämmung ausstopfen. Bestätige dies. Also Dämmung ausstopfen. So. Bestätige dies hier mit OK und habe hier auch sofort die Dämmung. Diese wird natürlich auf die gesamte Länge eingebaut. Hier ist es natürlich oft, sieht es natürlich wesentlich besser aus, wenn ich dies gleich transparent einstelle, um dies besser darstellen lassen zu können. Es gibt natürlich noch viele weitere Funktionen, wo ich hier meine Werte auch einbauen kann mit diesem allgemeinen Baustoff, wo ich auch jederzeit sagen kann, okay, ich möchte hier trotzdem einen allgemeinen Baustoff und möchte hier trotzdem einen weiteren Aufbau definieren, wo ich jetzt auch auf das Halbzeug eingehe. Man sieht hier schon, dass ich hier auch Beton, Dichtband, Estrich, was auch immer auch definieren kann. Porenit. Bei Porenit habe ich natürlich auch die Möglichkeiten, hier weitere Sachen einzugeben. Sand, Vollwärmeschutz, das heißt, das kann ich alles hier sehr einfach definieren, ob es jetzt Faserzement ist. Diese können natürlich weiter editiert werden. Ich möchte hier im Prinzip einfach nur mal den Sand, wollte ich eigentlich genau, dass hier ein Aufbau vom Sand ist und möchte hier, in diesem Fall sieht man auch wieder, dass diese Prüfung herkommt. Das heißt, ich müsste hier mir einen weiteren Einbau definieren. Das heißt, ich wechsle hier auf den Estrich. Hier kann ich auch gleich sagen transparent und mit OK habe ich hier auch sofort diese Teile erzeugt. Weiters, ob es jetzt zielführend ist, ist natürlich jetzt nicht. Ich möchte es hier einfach nur als noch schnell zeigen. Ich kann hier natürlich auch jederzeit eine Versiegelung einbauen, dass ich hier die Kanten angebe und habe hier auch sofort meine Versiegelung eingebaut. Und so einfach ist es eigentlich hier einen Fassadenschnitt zu erzeugen. Natürlich, wenn ich hier auch absolut zeichne, kann ich natürlich jederzeit auch meine Höhenquote definieren, dass ich hier diese Höhenquote auch angebe, um dies einfach besser zu gestalten. Weiters ist natürlich auch die Beschriftung jederzeit möglich, dass ich hier auch die richtigen Schrauben und Beschriftungen definiere. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich seinen Katalog dahingehend anpasst, dass die Texte ohne vieles manuell zu machen automatisch ausgewertet werden. Dadurch ich das auch jetzt mit Helios verwaltet habe, ist es auch so, sobald ich hier diese Konstruktion speichere, werden mir hier auch sofort meine PDFs dahinter erzeugt. Das heißt, ich wechsle hier ins Helios und kann hier auch sofort mein
PDF, mein aktuelles PDF von dieser Konstruktion anschauen. Ich hoffe, ich habe Ihnen da ein bisschen weiterhelfen können, um auch zu sehen, wie einfach es ist, hier komplexere Anschlüsse zu detaillieren. Einen Punkt, den ich hier auch noch anbringen möchte, ist der folgende. Alles, was ich jetzt hier im 2D konstruiert habe, ist natürlich auch im 3D basiert. Das heißt, im Grunde genommen muss man sich vorstellen, habe ich jetzt alles im 3D konstruiert. Und wenn ich hier da einen Schnitt in einem anderen Bereich machen würde, dann hätte ich natürlich diese Teile auch sofort drinnen und könnte hier auch weiterarbeiten.